Moin meine Freunde des selbst erzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit der Frage, kann mein Indevolt-System eigentlich komplett lokal betrieben werden? Also brauche ich die Indevolt Cloud oder kann ich das Gerät auch nur aus meinem Heimnetz steuern? Und die ganz einfache Antwort auf diese Frage ist, ja, wir können das Gerät lokal steuern und wir sind sehr unabhängig von der entsprechenden Indevolt Cloud. Ihr fragt euch sicher, okay, hört sich ja erstmal ganz gut an, wie funktioniert das Ganze denn? Zum einen habt ihr die Möglichkeit, euer System in Home Assistant einzubinden. Damit ihr dieses System in Home Assistant einbinden könnt, muss eure Indevolt-Einheit mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Wichtig ist, WLAN-Netzwerk heißt nicht Internetzugang. Also ihr könnt ein entsprechendes gesondertes WLAN-Netzwerk ohne direkten Internetzugang benutzen, um eure Indevolt-Systeme an ein WLAN zu binden. Wenn ihr diese WLAN-Verbindung entsprechend hergestellt habt, bekommt euer Gerät eine IP-Adresse, welche ihr dann nutzen könnt, um die entsprechende Indevolt Home Assistant Integration einzurichten. Ein Video dazu findet ihr in der Indevolt Playlist auch auf meinem Kanal. Zum anderen haben wir natürlich die Möglichkeit, wenn wir kein entsprechendes System nutzen wollen, wie die Home Assistant oder ähnliche Systeme, können wir natürlich diese API auch direkt ansteuern. Indevolt gibt eine Dokumentation zu ihrer API mit entsprechenden Registern frei zur Verfügung. Also es kann jeder diese API frei ansprechen, so wie er möchte, sich was Eigenes schreiben und somit das System nahezu lückenlos lokal steuern. Warum sage ich nahezu lückenlos? Naja, man muss dazu sagen, dass in dem aktuellen Zustand nicht jede einzelne App-Funktion bisher in dieser API abgebildet ist. Also es gibt durchaus Sachen, gerade was die Steuerung des Systems angeht, die noch nicht über die App abgedeckt sind. Aber kleine Entwarnung für euch, es sind keine der Core-Features. Also wir können durchaus den Arbeitsmodus wechseln, wir können sagen, wie viel Leistung abgegeben wird, wie viel Leistung vielleicht reingeladen wird, wenn wir uns einen Zeitplan bauen. Wir können bestimmte Sachen ein- und ausschalten, zum Beispiel die Notstromsteckdose ein- und ausschalten und natürlich in Bezug auf diese Sachen dann auch entsprechende Automatisierungen bauen. Ich empfehle euch, wenn ihr euch mit dem Thema lokale Steuerung etwas näher befassen wollt, dann schaut doch mal gerne die entsprechende Doku an, die ich euch in der Beschreibung verlinke. Es gibt auch immer mal wieder eine neue Version, wo neue Register und neue Möglichkeiten kommen. Da informiert ihr euch am besten über die entsprechenden Indevolt-Kanäle, die offiziellen, also auf Facebook, auf Discord oder zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe, und dann seid ihr da immer up to date. Super finde ich auf jeden Fall, dass Indevolt hier ein ganz klares Augenmerk darauf legt, dass man ein System auch ohne eine Hersteller-Cloud voll funktionsfähig gestalten kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr spezielle Fragen habt zur lokalen Steuerung eures Indevolt-Systems, dann schreibt diese gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.